Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Wassermann. Lieber Stier natürlich, Entschuldigung. Wir haben auch in dieser Dekade einen interessanten Fixpunkt. Das ist der 5. Februar und das ist ein Vollmond. Schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommen wird, lieber Stier. Eine Karte für dich. Die Kaiserin. Ja, eine sehr erholsame, fruchtbare Zeit, sehr kreativ, sehr bereichernd, sehr inspirierend, auf jeden Fall. Eine Zeit für dich, lieber Stier, in der du dich ein wenig zurücklehnen kannst und die Zeit für dich arbeiten lassen kannst. Ganz im Vertrauen, dass sich alles schon zur richtigen Zeit entwickelt. Tatsächlich bist du umgeben von natürlichen Wachstumsprozessen, die so aktuell um dich herum stattfinden, die einfach ein wenig Zeit, ein wenig Geduld brauchen, um sich auszuwirken, aber das Potenzial haben, sich sehr erfolgreich, auszuwirken, ne, zu erscheinen. Ja, wie schon gesagt, eine fruchtbare Zeit, auch eine gute Zeit für Familienplanung oder also schwanger zu werden, ja, oder im metaphorischen Sinne schwanger zu werden mit einer Idee. Ne? Also so kann man sich das vorstellen, dass man hier auf eine gute neue Idee kommt und dass die aber einfach ein wenig Zeit braucht, bis man sie umsetzen kann. Aber eben von einem natürlichen Wachstumsprozess im Hintergrund unterstützt wird. Schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, tatsächlich entwickelt sich alles sehr, sehr positiv, besonders im finanziellen, materiellen Bereich oder im Bereich des Sicherheitsgefühls, ne, des sich geborgen fühlens, dieser Bereich, also auch was so dein Zuhause betrifft, dein Rückzugsort und eben die Finanzen. Es könnte sein, dass sich auf dauerhaft gesehen halt auch wirklich, mehr Einkommen entwickelt, ne? Vielleicht bekommst du eine Gehaltserhöhung. Es ist jetzt hier nicht etwas, wofür du viel tun musst. Es passiert irgendwie automatisch. Du hast bereits in der Vergangenheit viel dafür getan. Jetzt ist es für dich mehr wirklich so die Zeit, dich auf diese Veränderung auch emotional einzulassen. Und nicht nur so und nicht so rein faktisch, sondern tatsächlich, es geht hier mehr darum, dich einer Veränderung in deinem Leben zu öffnen, einer Situation, die sich wandelt. Und die Karten sagen hier, dass es zu empfehlen ist, wenn du dich hier auf diesen Transformationsprozess einlässt. Es ist was ganz Persönliches, Emotionales, wodurch du transformierst. Und du wirst auf jeden Fall Entspannung und Ausgeglichenheit finden, deine innere Mitte finden. Mentale Kräfte aufbauen, mit denen du eine Situation oder eine Situation sehr gut beurteilen kannst und eine klare Sichtweise hast auf etwas. Interessant, ja, nach dem Vollmond, besonders nach dem 5. Februar, wirst du hier eben diese innere Ruhe, diese innere Mitte erfahren.
so eine Grundstabilität. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Hier ein Prinz der Schwerter. Das kann eine andere Person sein oder diese Karte bezieht sich auf dich. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Hier haben wir einen Prinz der Schwerter, es ist Luftenergie. Könnte Wassermann, Waage oder Zwilling sein, aber muss nicht unbedingt. Der Prinz der Schwerter ist eine etwas unreife Energie. Ein junger Mensch oder ein unreifer Mensch. Manchmal deutet diese Karte auch auf Kinder hin, wenn du Kinder hast, ne, natürlich. Oder sonst wie eine jüngere Person. Oder eben, dass du einen Verjüngungsprozess erfahren wirst in dieser Dekade. Der Prinz der Schwerter ist eben diese Luftperson, eine Person des Geistes, eine Person, die viele Ideen hat, sehr sprunghaft ist, ungeordnet auch, etwas im Chaos ist, aber sehr viele Ideen hat, in den Tag hineinleben kann, hier und da ist und sehr neugierig ist, sehr viel Experimentierfreude zeigt und bereit ist, etwas Neues auszuprobieren. Und diese Person denkt an die Königin der Stäbe. Jetzt haben wir hier natürlich doch einen Bezug. Natürlich kann die Königin der Stäbe auch eine Vater- oder Mutterfigur sein oder ein Chef oder eine Vorgesetzte. Aber in vielen Fällen könnte das hier auch etwas Zwischenmenschliches sein. Ne? Die Königin das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Personen. Vielleicht sind das auch Freunde, also steht ihr im freundschaftlichen Verhältnis oder halt wirklich im liebestechnischen Verhältnis. Die Königin der Stäbe könnte ein Feuerzeichen sein, muss nicht unbedingt. Löwe. Entschuldigt. Widder natürlich oder Schütze. Eine Person mit mehr Reife, mit mehr Erfahrung. Eine fürsorgliche Person, die sich auch kümmert. Und das bedeutet der Prinz der Stäbe. Zwei Personen, die beide nicht deinem Temperament entsprechen. Aber der Prinz, das ist schon sicherlich die gleiche Person. Ich sehe hier sehr viel Leidenschaft zwischen euch, Feuer, Tatendrang. Also wenn es hier um etwas, eine Liebe geht, dann sehe ich hier sehr starke Sexualität, sehr starke sexuelle Anziehungskräfte. Natürlich nicht, wenn wir hier in familiären Kontext sprechen oder Arbeitskontext. Dann sehe ich hier vielmehr, dass man zusammen mutig etwas ausprobiert oder auch das Leben vielleicht ein bisschen genießen will. Irgendwie, dass man hier nach Vergnügung sucht, viel unterwegs ist, Neues ausprobiert, in Aktion ist. Wir schauen mal, wie diese Dekade weitergeht, ne? Hier der Kaiser. Sehr viel Selbstbewusstsein bei dir und überhaupt, ne? Kaiserin und Kaiser. Sehr starker, also wenn es hier eine Liebeslegung ist, ist das hier schon was Ernstes zwischen euch, ne? Ganz schön fest, ganz schön mit dem Potenzial, sich sehr stabil zu entwickeln. Aber der Kaiser steht auch grundsätzlich für Macht und Einfluss, also dass man hier einen eigenen Bereich absteckt, dass man ein eigenes Reich schafft für sich, mit eigenen Ordnungsstrukturen, die man selber bestimmen kann, dass man hier einfach seine Umgebung gestaltet, nach seinen Vorstellungen und so halt auch sehr viel Erfüllung erfährt, ne? Sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstvertrauen und Stabilität. Ja, interessant. In der Vergangenheit eine Prinzessin der Scheiben. Ist vielleicht nochmal eine andere Person oder es gab hier eine Verjüngungsentwicklung von dir, von der Prinzessin zum Prinzen. Könnte gut sein. Denn die Prinzessin der Scheiben, das könntest schon du sein, lieber Stier, ne? Weil Scheiben entspricht Erdenergie. Vielleicht hast du es aber auch mit Steinbock oder Jungfrau zu tun. Diese Person war in der Vergangenheit im Fokus
war irgendwie wichtig oder eben du als diese Person. Die Prinzessin der Scheiben ist sehr besonnen, sehr nachdenklich, sehr sanft, behutsam auch im Umgang mit anderen. Eine Person, die auch fleißig sein kann, Ordnung schafft, sich mit Kunsthandwerk auseinandersetzt, mit einer Tätigkeit, die man mit den Händen macht. Und die Prinzessin der Scheiben hatte an die Prinzessin der Scheiben gedacht, war auf sich fokussiert, war ein wenig zurückgezogen, hat ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt. Und das war auch wichtig für diese Person, denn sie musste sich auch erstmal weiterentwickeln, irgendwie sich selbst verwirklichen, einfach mal auch mal an sich denken. Ach, und seht mal, ne? Und diese Person ist gereift zur Königin der Scheiben und ist wahrscheinlich jetzt auch die Königin der Stäbe. Das war hier sehr, sehr wichtig für dich, diese Entwicklung. Ich sehe dich vor allem in dieser Entwicklung. Jetzt hast du auf jeden Fall Pläne, du hast Vorstellungen, du hast Ziele. Der Kaiser, ne? Du weißt ganz genau, was du hier tust, was du hier aufbaust. Das ergibt auch alles Sinn, das hat alles Hand und Fuß und gibt dir einfach so eine Klarheit, so eine Sicherheit, so eine Selbstsicherheit. Es fühlt sich sehr, sehr gut an für dich. Wow! Diese Kombination, finde ich, hat etwas ganz Unbesiegbares, ne? Was so sein Selbstbewusstsein betrifft. Also damit ist man so stark, unerschütterlich, ne? Ich mache hier mal kurz das Licht an, es ist heute so dunkel. Ich sehe hier, damit hat man so viel Selbstbewusstsein, ist so unerschütterlich, auch sehr viel Sturheit, ne? Man kann auch ein bisschen stur sein, aber wenn man etwas erreichen will, wenn man Ordnung und Struktur aufbauen will, ist das auch von Vorteil. Du setzt hier Grenzen, du weißt ganz genau, wie viel du dir zumuten kannst, deine Einschätzungen sind hier gut. Dein Plan wird aufgehen, der ergibt Sinn, also wow. Unbesiegbar, unerschütterlich, also niemand kann dir mit dieser Energie gerade in die Parade fahren oder Zweifel in dir auslösen oder dich irgendwie angreifen. Das wird auch niemand wagen. Überhaupt nicht, sehe keinen Konflikt. Also, ja, also kein Wunder, ne? Da kann man sich schon ein bisschen mal zurücklehnen und diesen Zustand auch genießen. Aber ich glaube, du lehnst dich gar nicht so zurück. Ich sehe hier auch, dass du in dieser Energie auch ein wenig aufgehen wirst und einfach deinen Neigungen frei nachgehen kannst. Hier ein Prinz der Scheiben wird wahrscheinlich also hier auch der gleiche Prinz sein wie hier. Diese Person wird dann halt jetzt in naher Zukunft wichtiger für dich, besonders am Anfang der Dekade, zwischen den 31. Januar und den 5. Februar. Was denkt der Prinz der Scheiben? Dieser Prinz der Scheiben erfährt neues Selbstwertgefühl, neue Liebe. Aber diese neue Liebe triggert auch etwas in dieser Person, einen alten Schmerz. Wenn es hier um die Liebe geht, ne, dann hat dieser Mensch in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung gemacht, an der diese Person noch nagt. Und diese Person erfährt jetzt aber eine neue Liebe in diesem Zeitraum. Und das wühlt aber diese Erfahrung aus dieser vergangenen Erfahrung, und lässt den Schmerz nochmal neu entfachen. Aber da steckt auch Heilung dahinter, ne? Das ist der Weg der Heilung. Dieser Mensch kann es kaum glauben, dass er jetzt diese Liebe erfahren darf.
Und hier wieder dieser starke zwischenmenschliche Bezug. Also ich halte es schon für wahrscheinlich, dass du die Königin bist, auch wenn du ein männlicher Zuhörer bist. Wegen dieser Vergangenheit irgendwie. Und dass dein Gegenüber der Prinz ist. Aber natürlich könnte es auch andersrum sein. Es könnte auch umgekehrt sein. Dein Gegenüber ist entweder ein Feuerzeichen oder ein Erdzeichen und in wenigen Fällen ein Luftzeichen. In der Kombination zeigt sich hier besonders stark Widder und Stier. Also ja, Stier tatsächlich, aber du bist ja Stier. Vielleicht hast du es auch einfach mit einem anderen Stier zu tun. Ja, aber diese Situation ist wirklich eine sehr schöne heilende Energie. Auch wenn dieser Mensch kurzweilig vielleicht auch betrübt sein könnte, aber eigentlich erfährt dieser Mensch eine neue Liebe. Und das ist ja wunderschön. Einen neuen Bezug zur Liebe. Auch eine Gelegenheit ist es auch zur Selbstannahme, mit sich selbst in Vergebung und Akzeptanz zu gehen. Nach all der Zeit, ne, hier, das ist ein alter Schmerz. Und dann vielleicht auch kommen dieser Person auch Erkenntnisse bezüglich dieser vergangenen Erfahrung. Und dadurch kann das manchmal noch schmerzhafter werden. Ne, wenn man dann einsieht, wie unglücklich es in der Vergangenheit gelaufen ist. 8 Stäbe. Eine überraschende Kommunikation kommt rein. Überraschende Einsichten. Etwas, was dich auf neue Gedanken bringt. Eine schnelle Kommunikation. Eine überraschende, schnelle Nachricht. Vielleicht eben, weil dieser Mensch, dieser Prinz der Scheiben, sich an dich wendet und dir das davon erzählt. Und das ist etwas, was dich voll überrascht. Es hat vielleicht verstehst du plötzlich etwas viel besser dadurch. Du machst hier plötzliche Erkenntnisse. Oder kommst dadurch einfach auf neue Ideen, neue Geistesblitze. Wow, der Stern, der Wunscherfüllung in deinem sozialen Leben, Inspiration, eine neue Vision, eine neue Idee, auch emotionale Heilung steckt in dieser Karte. Du kommst deinen Wünschen, deinen Träumen zum Greifen nah oder erlebst sogar tatsächlich eine Wunscherfüllung. Ne? Also vielleicht wirst du feststellen in dieser Dekade, dass dieser Bezug zu diesen Menschen oder es ist nicht ganz ausgeschlossen zu dieser Gruppe von Menschen, so wie sich das gerade für dich entwickelt, ist es perfekt so für dich. Und das könntest du erfahren in dieser Dekade. Wenn das nicht der Fall ist, wirst du aber zumindest wissen, was du brauchst, um restlos glücklich zu werden. Dass du plötzlich eine Perspektive für dich erkennst. Und eine Ahnung davon bekommst, was dein Herz wirklich braucht. Ja, ich sehe hier Inspiration. Eine neue Vision für deine Zukunft, auch die Fähigkeit deinerseits in die Zukunft blicken zu können. Aber das ist bezogen auf dein Sozialleben. Also es hat hier mit anderen Menschen zu tun. Es ist nichts Berufliches, definitiv nicht. Es ist etwas im zwischenmenschlichen Bereich, was deine Familie und Freunde oder Partnerschaft betrifft. Ja, wirklich sehr schön diese Karte. 3 Scheiben. Ja, du baust jetzt auch gerade sehr gesunde Alltagsroutinen auf, die du kontinuierlich durchhalten möchtest, ohne dich dabei zu überfordern. Also du baust hier auch eine ganz positive Work-Life-Balance auf und möchtest einfach auf entspannte Art und Weise im Alltag vorankommen. Ne? Also du möchtest dich auch nicht stressen, du möchtest, dass es aber vorangeht
und strebst hier eine Ausgleichung an, die du auch auf jeden Fall erreichen wirst. Ab dem 5. Februar wirst du hier ein besonderes Gleichgewicht finden. Und auch diese Karte spricht von einer gesunden Work-Life-Balance. Ja, und dadurch, also diese Zeit nach dem Vollmond, ab dem 5. Februar wird hier total erfüllend und leichtherzig. Es wird total einfach. Es wird auch sehr ehrlich und offenherzig. Ein starkes Miteinander sehe ich hier. Das spricht natürlich irgendwie davon, dass es sich hier um mehrere Personen handelt. Könnte sein. Ja, muss aber nicht, aber hier sehe ich also mehrere gesellige Anlässe auf dich zukommen. Ähm, Möglichkeiten, ja, das Leben zu feiern, ne? Möglichkeiten, Geselligkeit zu erfahren. Und in dieser Geselligkeit wirst du auf ein offenes Ohr treffen. Die Leute werden sehr herzlich miteinander sein. Und man kann hier einfach wirklich die schönen Seiten des Lebens genießen. Sehr, sehr schön, lieber Stier. Ja, ich wünsche dir eine sehr erfüllte Dekade, dass sich alles sehr positiv in deinem Leben entwickelt und dass du hier, dass viele Träume für dich wahr werden in dieser Dekade. Ach ja, ich möchte dir noch von der Mondenergie etwas mitgeben. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Neumond und Krebs. Also das kann ich ja nur unterschreiben, ne? Du sorgst dafür, also du bist in dir selber sicher. Du ruhst in dir selber. Du bist so unbesiegbar, richtig stark. Und du sorgst eben auch dazu, du trägst dazu bei oder sorgst dafür, dass deine Liebsten, deine Familie, deine Freunde, deine Partnerschaft sicher ist. Und so ist es dann auch. Und das wirst du in dieser Dekade sehr stark spüren, lieber Stier. Ja, lieber Stier, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine wunderschöne Dekade. Ja, alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.